Ich bin Andrea Traub und ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem neuen Kanal für Acrylmalerei. Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Hallo zusammen! Heute möchte ich euch noch mal eine abstrakte Landschaft zeigen. Ich möchte ein paar kleine Tricks anwenden, wie man eine Fläche malt, ohne dass sie einfach nur so bepinselt aussieht, also einfach ein bisschen professioneller aussieht hinterher. Da gibt es ein paar Tricks und genau, wir fangen mal an. Ich habe mir zwei Farben ausgesucht. Wir teilen die Leinwand in zwei Hälften, damit so ein bisschen die Landschaft widerspiegeln soll, also Erde und Himmel. Also ganz abstrakt, aber dennoch, wenn man drauf schaut, dass so ein bisschen die Fantasie angeregt wird und man dann sagt, ach, könnte eine Landschaft sein. Das finde ich immer toll, wenn man da so ein bisschen, genau, die Fantasie angeregt bekommt. Ich habe hier einen Umbra Natur, das ist ein ganz kühler Braunton, den nehme ich super häufig, weil der einfach total toll geeignet ist, mit Weiß zu mischen und es immer schöne Farbeffekte gibt. Ich fange mal an, habe mir so ein bisschen, mache einfach hier unten etwas weniger als die Hälfte. Das finde ich optisch immer was schöner. Ich fange mal ganz langsam an und lege mit dem Pinsel, habe so einen Baumarktpinsel im Grunde genommen und lege einfach mal ein bisschen Farbe an eine Stelle. Dann nehme ich die andere Seite von dem Pinsel und lege dazwischen so ein bisschen Weiß. Dann nehme ich wieder was Dunkles. Nehme die andere Seite, nehme wieder ein bisschen Weiß. Gar nicht so wenig Farbe nehmen, weil wir wollen das gleich verteilen und da muss dann auch ein bisschen was zum Verteilen da sein. Ich wechsle das immer so ein bisschen ab. Ich mache mal so ein bisschen abwechselnd. Seht ihr, so mal braun, weiß, ein bisschen versetzt. Und dann gibt es gleich ein schöneres Ergebnis. Jetzt habe ich, den Pinsel brauchen wir gleich für andere Farben. Jetzt habe ich hier meine kleine Karte und gehe jetzt, schaut mal, der Farbbrei ist, wie gesagt, nicht so ganz dünn, nicht ganz übermäßig viel. Und jetzt gehe ich mit der Karte ganz vorsichtig, ziehe so über meine Farbfläche drüber und ziehe das einmal so durch. Drücke ein bisschen auf, aber auch nicht zu fest. Ich will, dass ein bisschen Farbe auf der Leinwand bleibt. Jetzt habe ich die oberste Schicht ein bisschen abgenommen. Streife die mit dem Pinsel ab, weil wir die vielleicht gleich noch mal ein bisschen brauchen. Und dann mache ich das gleiche hier auch. Streife das wieder ein bisschen ab. Schaut mal, das sieht jetzt so aus. Ganz normales Brotpapier nehme ich, lege das auf meine feuchte Farbe, streiche ein ganz kleines bisschen so drüber. Das gleiche Papier lege ich dann mit der Farbe an eine andere Stelle. Jetzt kriegt man so schöne Abdrücke. Jetzt habe ich so Abdrücke gemacht mit dem Papier. Sieht auch ganz spannend aus. Und jetzt ist mir das aber noch ein bisschen zu durcheinander. Die abgestreifte Farbe von gerade nehme ich wieder auf die Karte auf. Das ist ja dann so ein bisschen gemischt. Und ziehe die Karte einfach nochmal so über meine Fläche. Und dann gehe ich nochmal drüber. Ich verdecke nicht komplett alles, sondern nur Teile und dadurch wird es ein bisschen ruhiger und dann hier aber trotzdem so ein paar spannende Flächen freilassen. Und jetzt können wir die schon umdrehen.
So, hier habe ich die nächste Palette, meinen nächsten Malerpinsel. Da habe ich drauf Titanweiß, Türkis, ein Himmelblau, ein Witchwood Blue nennt sich das. Das ist so ein kaltes Hellblau und ein Grau-Grünton, so ein Salbeiton. Den finde ich immer ganz toll. Die Farben werde ich euch nochmal in die Videobeschreibung hinterlegen. Und jetzt fangen wir wieder an, genauso wie wir das gerade gemacht haben, mit einem Farbton. Ich nehme mal Weiß, ich starte einfach mal mit Weiß und setze das direkt hier unten an. Dann mische ich ein bisschen Hellblau dazu. Dann mache ich zwischendurch ein bisschen von dem Salbeiton. Ich nehme nochmal einen frischen Pinsel. Diese Fläche braucht man 2 Pinsel, damit man nicht irgendwann so einen Farbmischmasch auf dem Pinsel hat. Das gibt dann keine schönen Farbtöne. Lieber ein bisschen mit 2 Pinseln arbeiten, das geht ja auch gut. So, jetzt haben wir überall die Farbe aufgetragen. Es gibt hier so ein paar Lücken, wo noch die Leinwand durchkommt. Das ist aber nicht schlimm. Jetzt nehme ich mir wieder die kleine Karte. Und ziehe durch die Farbe durch. Einmal nur, nicht mehrmals hin und her, weil dann vermischt sich das zu sehr. Wir nehmen wieder den Farbbrei ein bisschen von der Karte runter. Leicht aufdrücken, aber auch nicht zu feste, damit auch noch ein bisschen Farbe drauf ist. Und dann setze ich hier wieder an und ziehe so die Farbe von dem Spachtel. Hier ist jetzt noch Farbe drauf. Diesmal nehme ich die nicht runter, sondern übertrage die an eine andere Stelle. Jetzt habe ich hier meinen flachen Spachtel. Den nehme ich sehr, sehr häufig, weil der einfach ein perfektes Werkzeug ist, um schöne Flächen zu gestalten. Wenn ihr den noch nicht habt, unbedingt besorgen. Ich verlinke den auch in die Videobeschreibung, wo man den bestellen kann. Und das ist wirklich eine super Investition. Ich nehme mir nochmal meine braune Palette zurück. Nehme meinen flachen Spachtel. Nehme meinen Pinsel, den ich gerade benutzt habe, einfach nur in dem Weiß. Und in dem Pinsel ist auch noch ein bisschen braun gewesen, ist aber nicht schlimm. Und dann gehe ich mit dem Spachtel hier nochmal so ganz flach einfach nochmal hier so drüber und vermische so ein bisschen die Übergänge zwischen dem Braun und dem Blau. Da gibt es ganz schöne Effekte. Ich gehe einfach nochmal hier rein, ziehe den Spachtel nochmal über die Fläche ganz flach. Wenn hier so ein bisschen, hier ist ein ganz klein bisschen hellblau mit reingekommen, das sieht aber gut aus, hat schöne Effekte. Jetzt kommt noch unsere Laminierfolie zum Einsatz, weil ich möchte natürlich, dass hier am Horizont irgendwie ein bisschen was los ist und wie bei einer Landschaft, wo man schon mal so ein bisschen am Horizont erahnt, ob da vielleicht ein Dorf ist oder Natur, irgendwie ein Stück Wald ganz weit hinten. Das finde ich immer schön, das gibt dem Bild auch Tiefe und das kann man zum Beispiel mit dieser Laminierfolie super machen, das zeige ich euch jetzt. Ich nehme meine Laminierfolie, nehme ein bisschen schwarz und mache mir hier so einen ganz kleine Farbwurst auf die Folie. Und dann nehme ich nochmal meine Karte
und schiebe das ein bisschen so von unten nach oben. Ganz klein bisschen, nur so ein paar Millimeter. Ich mache das mal, wenn das flach liegt, dann geht das besser. Und jetzt habe ich hier so eine Farbwurst, die nehme ich und lege die einfach hier auf mein Bild ab, und zwar genau da, wo der Horizont ist. Ganz leicht nur. So, dann habe ich hier einen Abdruck gemacht. Und jetzt gehe ich mit der Karte hin und kratze das hier unten so ein bisschen gerade. Ziehe das nochmal hier so rein. So, wir sind jetzt fertig mit unserer abstrakten Landschaft und ich hoffe, ich habe alles gut erklärt und ihr könnt das gut nachvollziehen und probiert das auf jeden Fall selber auch mal aus. Ich versuche euch im nächsten Video auf jeden Fall wieder was Spannendes zu zeigen. Immer mal andere Techniken, immer mal andere Motive, und die ihr gut nachmachen könnt, und sage bis dahin vielen, vielen Dank für euren Support und bis bald.